So, neues Jahr, neue Gesetze und Änderungen. Ich habe heute für euch, meine lieben Zuschauer, 7 Änderungen vorbereitet. Ich wünsche erst mal allen einen wunderschönen Abend zum letzten Livestream in diesem Jahr. Ja, ich wollte einfach noch mal hallo sagen an alle meine treuen Zuschauer, mich bedanken und, ja, lieber loslegen. Also, ich denke mal, ja, wir fangen pünktlich an. Von welchem schönen Ort dieser Welt schaut ihr jetzt zu? Das würde mich mal interessieren. Und dann beginnen wir gleich mal mit der ersten Änderung. Also die Änderungen, die ich heute habe, die betreffen sowohl Rentner als auch Singles und Familien. Also es ist für jeden etwas dabei. Punkt eins: Der gelbe Krankenschein wird abgeschafft. Also eine wichtige Vereinfachung für Arbeitnehmer ist die Abschaffung dieser Krankschreibung. Viele von euch werden es kennen, diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Die gab es früher mal in dreifacher Ausfertigung, einmal für die Krankenkasse, für den Arbeitgeber und dann für einen selbst. Jetzt gibt man nur noch dem Arbeitgeber telefonisch Bescheid, dass man wegen Arbeitsunfähigkeit nicht zur Arbeit erscheinen kann. Und dieses Prozedere, diesen gelben Schein zum Arbeitgeber zu schicken, der entfällt komplett ab 1. Januar 2023. Also, wie gesagt, zumindest sollte man den Arbeitgeber telefonisch informieren. Aber der Hammer ist ja der, dass der Arbeitgeber jetzt selbst die Daten bei der jeweiligen Krankenkasse, ja, elektronisch abrufen muss, wenn einer seiner Arbeitnehmer krankgeschrieben ist. Das wird für die meisten von euch uninteressant sein. Ihr seht erst mal die Erleichterung, man muss da nichts mehr wegschicken. Der zweite Punkt geht an alle Autofahrer, und zwar betrifft es den weiteren Umtausch des Führerscheins. Also, wer noch in Besitz von diesem rosanen Papier, ich zeige das mal hier, das ist mein alter Führerschein, der ist von 1997. Da steht zwar drin unbefristet gültig, also Gültigkeit unbefristet, aber also, ich hatte ihn nur 2 Jahre, musste ihn aus verschiedenen Gründen umtauschen. Bei dem einen oder anderen wird er vielleicht schon 'n bisschen abgegriffener aussehen, wie auch immer. Wer noch so einen Führerschein hat und zu den Jahrgängen 59 bis 64 gehört, hat dafür nur noch bis zum 19. Januar 2023 Zeit für den Umtausch. Die Jahrgänge 65 bis 70, die haben noch ein Jahr länger Zeit, nämlich bis 19. Januar 2024. Es wurde aber schon darauf hingewiesen, dass man mit einem Bußgeld erst rechnen muss, wenn man 6 Monate überzieht. Also, trotzdem sollte man das nicht, aus dem Auge verlieren. Ja, dann sage ich mal liebe Grüße nach Sachsen, nach Nürnberg, nach München, also nach Bayern, aus Ungarn, die Gudrun, hallo, und Wolfsburg. Ja, wunderbar. Der Punkt 3 betrifft auch die Autofahrer, und zwar geht es um die Autoversicherung, die wird vielerorts teurer. Und zwar ist für das Jahr 2023 eine neue Typenklasseneinstufung erfolgt, und diese Änderungen betreffen ungefähr 13 Millionen Autofahrer. Knappe 5 Millionen profitieren von einer besseren Typenklasse, aber für über 8 Millionen Autofahrer wird es teurer. Die, Typenklasseneinstufung, ja, ist eben höher erfolgt. Für über 29 Millionen Autofahrer ändert sich nichts. Die Regionalklassen ändern sich ebenfalls, also nicht nur die Typenklassen, sondern auch die Regionalklassen, und auch hier gibt's Gewinner und Verlierer. Jetzt muss ich erst mal mein zweites Blatt nehmen. Und es gibt natürlich auch hier welche, bei denen sich nichts ändert. Und der nächste Punkt auch an alle Autobesitzer: Neue Normen für den Verbandskasten im Auto. Es gibt eine DIN-Norm für Verbandskästen in den Autos, die eigentlich schon seit 1. Februar diesen Jahres gilt. Also, seit 1.2.22 gilt schon diese DIN-Norm. Man hat aber eine Übergangsfrist eingeräumt, die am 1. Februar 2023 endet. Ja, was ist nun anders an der neuen DIN-Norm? Also, es ist jetzt Vorschrift, dass in den Verbandskästen sich 2 Masken befinden. Entweder 2 OP-Masken
oder 2 FFP2-Masken. Also 2 Masken sind ab 1. Februar 2023 Pflicht. Und hierbei ein Appell an alle Autofahrer: Überprüft euren Verbandskasten im Auto. Sollte man sowieso regelmäßig wegen Verfallsdatum, aber man sollte ihn auch auffüllen mit diesen 2 Masken. Ja, liebe Grüße auch nach Berlin und Nähe Flensburg. Der nächste Punkt, ja, es gibt Entlastungen für Rentner, Singles und Familien. Der eine Punkt sind die 300 € Energiepreispauschale für Rentner. Also, viele Rentner haben ja diese 300 € Energiepreispauschale bereits auf ihrem Konto erhalten. Die Auszahlungsfrist endet aber erst Ende Januar 2023. Bis dahin sollte jeder Rentner seine 300 € Energiepauschale auf dem Konto haben. Rentner, die nämlich erstmalig am 1. Dezember 2022 Anspruch auf die Energiepauschale haben Anspruch auf Rente haben, erhalten diese Energiepauschale aus technischen und organisatorischen Gründen erst im Januar 2023. Aber bis dahin sollten alle diese 300 € erhalten haben. Also, die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung bekommen. Der Punkt 6 betrifft das Kindergeld. Es wird zum 1.1.2023 erhöht. Und das ist noch eine weitere aus meiner Sicht erfreuliche Regelung. Es wird nämlich diese Staffelung beim Kindergeld abgeschafft. Es gibt ab 1.1.2023 für jedes Kind einheitlich 250 € Kindergeld, und damit entfällt dieses leidige Thema mit diesen sogenannten Zählkindern. Der eine oder andere von euch wird sich da vielleicht auskennen. Also einheitlich pro Kind ab 1.1.2023 250 € pro Kind. Ja, und als 7. Punkt habe ich jetzt die Entlastung ab Januar 2023. Das betrifft die Gaspreisbremse und die Strompreisbremse. Beide sind ab 1.1.2023 gültig. Mit der Gaspreisbremse soll ab 1. Januar ja eine Deckelung der Gaskosten für Privathaushalte eingeführt werden. Also, für die ersten 80% werden maximal 12 Cent je Kilowattstunde fällig. Lediglich die übrigen 20% können vom Versorger durch den aktuellen Gaspreis abgerechnet werden. Bei der Strompreisbremse kosten 80% der je Kilowattstunde maximal 40 Cent. Ist aber auch schon ganz schön heftig, nebenbei bemerkt. Die übrigen 20% können ebenfalls durch den Versorger mittels des aktuellen Strompreises berechnet werden. So, jetzt fassen wir noch mal zusammen. Das waren im Prinzip für heute die 7 wichtigen Änderungen. Also, wir haben hier einmal die Abschaffung des gelben Krankenscheines, dann Umtausch des Führerscheins, Autoversicherungen werden vielerorts teurer, dann die neuen Normen für den Verbandskasten im Auto, die 300 € Energiepreispauschale für Rentner, das Kindergeld 250 € pro Kind ab 1.1.2023 und die Gaspreisbremse und Strompreisbremse. Ja, nun könnt ihr mir gerne eure Fragen stellen. Ich bin bereit, sie zu beantworten. Ich muss mal hier kurz einen Blick in den Chat werfen. Äh, Ich bin ein Mensch, der schreibt hier ganz viel, so viel kann ich gar nicht lesen. Liebe Grüße aus Ungarn, aus München, aus Wolfsburg, Berlin. Vielen Dank für die aktuellen, äh, Informationen. Liebe Grüße nach Dresden, liebe Karin. Ja, und dann habe ich noch was vielleicht zu erwähnen wäre. Also, zum 1.1.2023 steigt ja auch der Grundfreibetrag, also dieser steuerliche Grundfreibetrag. Da habe ich auch schon bereits 'n Video drüber gemacht. Gleichzeitig wird zum 1.1.2023 auch der Sparerpauschbetrag angehoben. Dazu mache ich in den nächsten Tagen ein gesondertes Video. Ja, was haben wir noch? Der Personenkreis der Wohngeldberechtigten steigt und das Wohngeld selber auch. Ich weiß jetzt nicht, ob einer von euch Student, unter den Zuschauern ist,
aber vielleicht 'n Kind oder Enkelkind. Studenten dürfen neben ihrem BAföG ab Januar 2023 mehr dazu verdienen. Und zwar beträgt die Obergrenze dann 300 €. Ja, was haben wir noch? Das Bürgergeld mit einem monatlichen Regelsatz von 502 € löst Hartz IV ab. Das ist aber auch schon vielen bekannt. Und ansonsten, werde ich Anfang Januar noch mal einen Vorschau auf das komplette Jahr 2023 bringen. Und jetzt warte ich mal auf eure Fragen. Liebe Grüße aus der Oberlausitz. Wunderbar, liebe Grüße zurück. Liebe Bianca, ja, auch zum Maintal viele Grüße zurück. Ich muss mal gucken, hat hier jemand schon Fragen gestellt? Artikel 25, weiß ich jetzt nicht, was da drin steht, müsste ich nachlesen. Fachkräftemangel im Bundestag, das ist ja wohl mal 'ne Lachnummer. So. Ja, meine Lieben, also, es hat mich gefreut, dass wir heute mal wieder so, äh, live kurz zusammen waren, ja auch nach Schwerin. Liebe Grüße zurück, liebe Petra. Also, wir können das einmal im Monat im neuen Jahr machen. Falls euch das gefällt, könnt ihr gerne 'ne 2 in den Chat schreiben. Wenn euch lieber ein normales Video ist, dann keine 2. Und ja, ich weiß nicht, hat keiner Fragen? Ja, also der Personenkreis beim Wohngeld, das ist, der wird, ausgedehnt. Das ist 'n größerer Personenkreis. Es haben mehr Menschen Anspruch auf Wohngeld. Und zwar ist es 'ne komplizierte Sache, weil, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, auch zwischen den einzelnen Regionen unterschiedlich. Man muss da einfach mal, sich bei der Wohngeldstelle erkundigen oder auch einfach mal Google befragen. Man kann das nicht so global sagen. Das hängt ja vom Postleitzahlgebiet ab, natürlich, von den Einkünften, von der Miethöhe und, ah ja, die 2, danke schön. Und also, Wohngeld ist, wirklich kompliziert. Das kann man hier nicht in 5 Minuten beantworten. Und da müsste auch jeder wirklich, sich selber informieren. Es gibt da keine pauschale Regelung. Es ist nur allgemein bekannt, dass das Wohngeld, ich hatte da auch schon mal kurz in einem der vergangenen Videos was erwähnt. Also, das Wohngeld, das soll, statistisch gesehen im Durchschnitt verdoppelt werden. Also, der Durchschnitt liegt wohl jetzt bei 180 € im Monat und wird auf 360, 370 € steigen. Also, liebe Astrid, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, wenn das bisher, bei Ihnen so war, dass Sie an der Grenze waren, würde ich unbedingt mich darum kümmern. Ich bekomme Witwenrente von meinem verstorbenen Mann erst im Januar 2023, ist doch auch erst dann zu versteuern. Wenn die ab 2023 die Witwenrente bekommen, liebe Gudrun, dann wird die erst in der Steuererklärung für 2023, die Sie im Jahr 2024 abgeben, berücksichtigt. Reicht Ihnen das so? Die Steuererklärung, die geht ja immer also vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Und alles, was vom 1.1. bis 31.12. an Einkommen war, wird dann im Folgejahr in der Steuererklärung berücksichtigt. Gerne, Gudrun. Ja, Bruttogehalt, Grenze für eine Person, Haushalt, das, ja, habe ich gesagt, das kann man so nicht sagen. Also, auch wenn man 'ne selbstgenutzte, Wohnimmobilie hat, also selbstgenutztes Wohneigentum, hat man Anspruch auf, es nennt sich denn nicht Wohngeld, das nennt sich Lastenzuschuss, aber man kann das auch bei der Wohngeldstelle beantragen. Ähm
ich weiß jetzt nicht, ob Mann oder Frau JB, müssten Sie sich bitte bei Ihrer Wohngeldstelle vor Ort informieren, aber generell besteht die Möglichkeit auch als Eigenheimbesitzer. Besitzer. Lastenzuschuss nennt sich das. Nicht Wohngeldzuschuss, Lastenzuschuss, aber ist von der Sache her wahrscheinlich das Gleiche. In der Pflege gibt es einige Änderungen. Da wollte ich auch, in einem der nächsten Videos drauf eingehen. Ähm, das ist jetzt das wäre jetzt, nicht der richtige Rahmen dafür. Pau Pauschbetrag für Pflege. Pflege ist 'n Thema für sich selbst wert. Also, das kann man jetzt auch nicht so in einem Satz beantworten. Bürgergeld, ja. Also, wer Anspruch hat, 502 €. Ansonsten müssten Sie sich da auch vor Ort beraten lassen. Ja, Lastenzuschuss, ja genau. Ja, also Pflege ist 'n Thema für sich. Dieses, Wohngeld oder Lastenzuschuss, das ist auch sehr ausgiebig. Da gibt's keine allgemeingültige Regelung. Und, auf jeden Fall, wenn man der Meinung ist, dass man zu wenig Einkommen hat und, vielleicht doch 'n Anspruch hätte, sollte man auf jeden Fall 'n Antrag stellen. Der Antrag, der ist kostenlos. Der kostet nur etwas Zeit, ja, vielleicht manchmal auch 'n bisschen Nerven, aber das würde ich auf jeden Fall probieren, ne? Ja, viele sind der Meinung, wenn man Wohneigentum hat, hat man keinen Anspruch auf Wohngeld. Das ist 'n Irrglaube. Deswegen, also, man sollte alles beantragen, was man irgendwie kann. Alles, was einem zusteht, sollte man auch in Anspruch nehmen. Also, das ist meine persönliche Meinung. Man sollte nichts verschenken. Wir werden schon genug ausgeplündert. So, weitere Fragen? Ich habe jetzt hier eigentlich auch nichts weiter mir notiert, was noch so zu erwähnen wäre. Ja, es gibt also mit der Pflege, bei Betreuung gibt's Änderungen, bei der Krankenkasse gibt's Änderungen. Das habe ich alles, im kommenden Jahr geplant. Da werde ich, euch weiter natürlich ausführlich informieren, dass ihr immer auf dem Laufenden seid. Ja, also diese Online-Rechner, die sind ja eigentlich nur 'ne grobe Orientierung. Es gibt ja auch, so 'n Rentensteuerrechner, der ja auch nur so 'ne grobe Orientierung gibt. Und Online-Rechner für Wohngeld, ich habe es noch nicht ausprobiert, da habe ich keine Erfahrung, da kann ich, nichts zu sagen. Der sagt am Ende Anspruch ja oder nein. Ja, man sollte dann seinem Bauchgefühl folgen und wenn man der Meinung ist, man könnte doch was bekommen, würde ich auf jeden Fall vor Ort 'n Antrag stellen. Man kann sich erst mal vorinformieren. Diese Online-Rechner sind ja von der Sache, gut, ähm, aber ja, wie sagt man so schön: „Keine Leistung ohne Antrag." Wenn ich keinen Antrag stelle, weiß ich nicht, ob ich 'n Anspruch habe. Deswegen sage ich immer: „Antrag stellen." Mehr wie abgelehnt werden kann er nicht, ja? Ja, ich hatte schon gesagt, also alles, was mit Pflege, Krankenkasse, Betreuung zu tun hat, da gibt's einige Änderungen, aber das ist jetzt hier heute nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen, weil das ist so ausführlich. Das kann man nicht so in einem sagen. Und wann's die Pflegegelderhöhung gibt, da muss ich selbst erst mal nachlesen. Das kann ich auf Anhieb nicht sagen, lieber Attila. Ja, mit diesem Online-Rechner muss ich noch mal drauf zurückkommen, wegen dieser Immobilie. Also, das wird ja die haben ja da so 'ne komischen Berechnung. Das ist auch, wie gesagt, von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Es wird wahrscheinlich auch berücksichtigt werden, die Größe, die Wohnfläche, wie viele Personen wohnen da.
und, einige andere Kriterien. Ich habe so 'n Antrag noch nicht gestellt. Ich kenne den nicht. Ich weiß nicht, was da im Einzelnen abgefragt wird. Deswegen einfach 'n Antrag holen oder vor Ort stellen. Vielleicht kann man den auch online stellen. Ich weiß es nicht. Muss man mal gucken. Liebe Martina Rose, wie viel Pflegegeld gibt's bei Stufe 2? Bitte Google fragen. Ich ziehe um nach Thailand in 10 Jahren und werde mich später an Sie wenden, falls sich nichts ändert. Geht Einkommensteuer, da war es mit 1 Jahr. Also, aus heutiger Sicht ist Thailand ein für Rentner ein gutes Land. Wer seinen Wohnsitz nach Thailand verlegt, braucht in Deutschland keine Steuern zahlen. Ich habe da auch mal ein, Video über Thailand veröffentlicht. Ich fahre im Januar einen Monat nach Thailand und will mal gucken, wie das als Rentner in Thailand ist und werde da zwischendurch bestimmt auch mal 'n kleines Video veröffentlichen. Aber was in 10 Jahren ist, das ist 'n bisschen sehr lange hin. Also, wir haben alle keine Glaskugel. Mit dem einen Jahr und Transfer, das ist aus heutiger Sicht. Ob das in 10 Jahren noch so ist, im Moment ist es noch so, ja. Und dann ist es immer günstiger, wenn man also aus heutiger Sicht, wenn man nach Thailand, seinen Wohnsitz verlegt, dass man immer ein Jahresvisum, beantragt und das von Jahr zu Jahr verlängert. Das ist günstiger als 'n Fünfjahresvisum, weil beim Fünfjahresvisum muss man auch 'n wesentlich höheren Geldbetrag hinterlegen. Ja, und beim Einjahresvisum, ähm, weiß ich jetzt gar nicht, sind's 25 oder 30.000 €, so in dem Dreh muss man, nachweisen können. So. Ja, was sind sonst noch für Fragen zu den, geplanten Änderungen? Ich muss hier noch mal auf meinen Zettel schauen. Ja, Krankenschein, Führerschein, Verbandskasten, Versicherungen werden im Prinzip, inzwischen alle ihren neuen Versicherungsschein erhalten haben. Aber wichtig ist, dass auch mit dem Verbandskasten, man kommt doch vielleicht bei einer Verkehrskontrolle und wenn da, 2 so 'ne Masken nicht drin sind und deswegen 'n Bußgeld fällig wird, ist das ärgerlich. Kaktusblüte, vielen Dank. Ja, ich habe die Zahl nicht im Kopf, die kann man überall nachlesen. 316 €, ja, okay, danke schön. Ja, meine Lieben, welche Fragen sind noch? Landshut, das ist, glaube ich, im Schwarzwald, ne? Hoher Fleming Brandenburg. Ja, da war ich früher auch öfter mal lang gefahren. Sehr schön, liebe Barbara. Meine lieben Zuschauer, Kaktusblüte, vielen Dank. Ja, das sage ich auch immer, aber manche sind ich weiß ich nicht, äh, muss jeder selber für sich entscheiden. Aber von der Sache ist es so, liebe Kaktusblüte. Ja, also, sind noch irgendwelche Fragen? Also, ich muss noch mal den Hinweis geben, liebe Kaktusblüte, man findet natürlich viele Sachen im Netz. Man findet so bestimmte Änderungen nicht unbedingt auf Anhieb. Aber wenn man jetzt ganz gezielt etwas sucht und gibt es bei Google ein, dann findet das man auch. Und wenn man jetzt eingibt Pflegegeld bei Stufe 2, dann findet man das. Und wenn man jetzt hier, so 'n Wohngeldrechner sucht, findet man den auch. Wenn man 'n kostenlosen Rentensteuer Rechner sucht, findet man den auch. Ja, aber manche Sachen findet man nicht so einfach. Aber wenn man gezielt was sucht, hilft einem auf jeden Fall in den meisten Fällen Google weiter. Ah ja, danke. Bayern. Ja, meine Lieben, dann wünsche ich allen einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen und wünsche allen einen ganz, ganz tollen und gesunden Start
in das neue Jahr. Ja, und dann, ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Wertschätzung, für das Lob, Tine. Und ja, alles Gute. Ja, ja, die Notare sind Tatsache überlastet. Das stimmt, das ist ganz schwierig. Wenn man da keine Beziehung hat, hat man, na, 'ne schlechte Karte im Ärmel. Alles klar. Vielen Dank, ihr Lieben. Schönen Abend, guten Rutsch und ja, hoffen wir auf ein tolles und besseres 2023. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.